It was not my fault. I barely consumed my body weight in that toxic liquid. Hey, I was surrounded by adoring fans. I couldn't let them go thirsty. Oh, I don't care who ordered all the drinks. We need to figure out how to pay our tab. Pete's gonna love my solution. You know I always got genius ideas, right? You need a plan, you go to Rocket. That's the deal. Well, it depends on what the idea is. What? It's all gold coming out of this brain. We're gonna sell Thanos' body! That is not a bad idea. Selling a corpse? How could that be profitable? There are people who would find it valuable. Exactly. And I know just the guy. The Collector. He loves buying exotic crap for his museum, so Thanos, the newly dead Titan, will be perfect. He'll pay you tons of units for that body. Okay, well that is very weird. You got this purple freak laying dead in front of you, a tree puking his guts out in your toilet, and this is the weird thing? Look around you. Weird is the new normal. Or we could turn Thanos over to the Nova Corps. They've had an official bounty on his head for years. Plus, it comes with the added benefit of not having to deal with criminals, like the Collector. He's a corrupt thug, bottom line. But the Nova Corps, they maintain peace and order in the galaxy. Yeah, turning Thanos over to the Nova Corps sounds right. Thank you, Peter. You guys, you're killing me with this. We'd make way more money with the Collector. You're being a greedy little rodent right now. As if you're so high and mighty, Green Lady. You suddenly forgot all the innocent people you murdered for that psycho? I remember each and every one. Not that you'd understand. You do whatever the hell you want, whenever you want. Oh, chill out, Gamora. Rocket's only trying to help. Peter, the Nova Corps would make capable allies. Don't let this miscreant convince you otherwise. Pete's smart. He don't need convincing. It's Peter's call, Rocket, not yours. Okay. Wir sollen unsere Freunde anrufen. Wir können uns wieder bewegen. Das ist unser Schiff hier. Mit Rocket können wir auch sprechen. Ja, hier geht's nicht weiter. Quatschen wir mal mit ihm. Peter Quill, legendary Star-Lord. So what's up, my main man? How you holding up, buddy? Yeah, my liver's trying to shake me from the inside out. I've never had so many free drinks in my life. Living in a post-Thanos world, on the other hand, maybe it won't be so bad. Some time off would be a welcome change. So, what's the deal with this Collector guy? Might come as a surprise, but the Collector collects stuff for his collection. When he's not running the underworld, that is. He pays tip-top dollar, which is way better than anything the Nova Corps can do for us. Why do you hate the Nova Corps so much? Those NC jerkwads locked me and Groot up at least a dozen times for bounty hunting, weapon stealing, you know, innocent stuff like that. Hey, come on, a guy's gotta make an honest living, am I right? You still messing with that thing? Nope, dismantling. Gonna use the parts to fix the engine. Really? Yeah, well, I stole parts from the engine to make it, so I'm just putting them back. I said I'm putting them back! So, you made up your mind. You're really leaving, then? Look, man, 2 days ago I was getting shot at. Last night I was getting shots. Know what I mean? We're famous. I gotta take advantage. Step 1, sell Thanos. Step 2, fling money into air. I should get back to it. Oh, and don't be an idiot. Thanos is worth a fortune. Call the Collector. Entscheide vom Brückenterminal aus, wem du die Leiche verkaufen möchtest.
Okay, das ist hier die Hauptkonsole, die wir benutzen können. Können wir sonst noch irgendwas tun? Ah, wir können nach oben zur Brücke gehen. Thanos Leiche. Who did? You did. And about to be someone else's problem. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er echt tot ist. Ich dachte, er steht nochmal auf oder so. Ah, der Kampf, der war doch total genial. Vor allen Dingen den Sound. Ich feiere den Sound total. Also, ich finde es echt mega. Wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt es auf jeden Fall selbst. Well, that's not good. Das ist ganz und gar nicht gut, aber Rocket wird das wahrscheinlich wieder reparieren. So, das ist unser Zimmer. Da können wir auch rein. Schauen wir uns mal in unserem eigenen Zimmer um. Hey, Mom. Oh, nicht sentimental werden, Peter. Ah, missed that view. Was haben wir hier? Eine Fernbedienung. Always knew I'd make headlines someday. Just didn't think it'd be for killing a giant purple tyrant. Okay, gehen wir wieder raus. So, mit Drax können wir auch sprechen. You, doing all right after last night? The rodent tried to deny me my victory. But you, my true and noble friend, Peter Quill, stood with me. I believe Hovat and Chimeria can rest peacefully now. You know, I've never asked. Hovat and Chimeria. What were they like? My wife and daughter, they were kind, brave, true. Qualities I, myself, aspire to possess. Ask me no more of them, Peter. I do not always wish to remember their faces. So, eating your feelings, I see. With Thanos defeated, there is a void inside of me that only these rations can fill. I really need to figure out what to do with Thanos. Nova Corps, Collector, thrown into a black hole? That is up to you. He is dead. That is all I care about. Alright, gotta run, Drax. Stay cool. My body temperature is always 125.9 degrees. Okay, da ist es schwer, mit cool zu bleiben. Oder leicht. So, können wir mit sonst noch irgendwem quatschen? Ach, wir können Stereoanlage benutzen. Man, is everything on this ship broken? Alles ist kaputt hier. Alright. Hier können wir auch nicht hoch. Gut. Wir haben hier noch die Schaltkonsole. Genau, diese der ernsthaften Duftbäumchen. Nein, wie cool ist das denn? Apfelduft hier? Das müssen wir uns anschauen. Oh, God. Oh. All I smell is dead Thanos. The best kind of Thanos. Ah, ich glaube, so ein Duftbäumchen kann auch nicht mehr viel ausrichten. That terminal took a beating in the crash. Still offline. Gotta use the one on the bridge. Okay. Immer noch kaputt. Gehen wir nach oben. It's just you and me now, Nebula. We should... I don't know. Catch up? About what, Gamora? How you killed her He father? left us no Stay choice. away from me.
Na, sie hätte es früher oder später sowieso erfahren. Hey, Peter. How are you doing? Fine. Staying as far away from Rocket as I can. I don't want to let him ruin my mood. Last night was actually fun. Maybe too much fun. So, something on your mind? So, you still mad at Rocket? He needs to watch his little tongue. I may have been too harsh with him. He just... Oh, he's so infuriating. Why do you like the Nova Corps so much? I don't really like to talk about it, but I was an assassin for Thanos. I killed so many people for him that I lost count. Tyrants. Innocents. Didn't matter. If you ever hear the ridiculous nickname, the most dangerous woman in the universe, that was me. But the Nova Corps, they turned a blind eye to my past after I joined the Guardians. Being with you guys, making the galaxy safer, it's my chance to make up for what I did. Did I hear you talking to Nebula earlier? If by talking to you mean being yelled at. Even though she's pissed, it feels good to have it off my mind. Thanks for the advice. Hey, what are friends for? Stopping one another from drinking too much. We both failed that mission. I guess I'll talk to you later. Some advice for you. Don't trust the Collector. You should call the Nova Corps. Tja, da werden wir uns wohl entscheiden müssen. Nova Corps oder den Collector. Tja, was haben wir hier? Ja, wir können wieder zum unteren Deck. Aber das wird uns nichts nützen, denn wir müssen eine Entscheidung treffen. Wähle ein Menü aus, um zu beginnen. Okay, Codex-Nachrichten anrufen. Ich weiß jetzt nicht, was genau was ist. Wir fangen mal oben an. Ah, der Kollektor. Die Miliano Drax. Ah, hier erfahren wir etwas über den Kollektor. Now hier ist die Heimat von vielen zwielichtigen Gestalten, aber keine ist zwielichtiger als dieser Kerl. Er besitzt ein Museum, das mit allerlei Wertgegenständen handelt. Ich habe keine Ahnung, woher all sein Geld kommt, aber er hat scheinbar mehr Units als der Strand Sandkörner. Gamora vertraut ihm überhaupt nicht. Rocket gefällt sein Konto umso mehr. So, die Milano. Ein maßgeschneidertes M-Schiff, das ich von Yondu und den Ravagers geerbt habe. Die Milano ist das Zuhause der Guardians im zweiten Weltraum. Sie sieht gerade allerdings etwas verbeult aus. Die Kollision mit einem Planeten hat ihr nicht gut getan. Drax, der Zerstörer. Drax beschreibt sich selbst als eine lebende Waffe, deren Sinn und Zweck darin besteht, sich an Thanos für den Tod seiner Frau und seines Kindes zu rächen. Scheint zu stimmen. Er ist zu den Guardians gestoßen, weil er gehört hatte, dass wir Thanos auch nicht besonders mögen. Der Rest sollte bekannt sein. Sein Umgang mit Humor lässt etwas zu wünschen übrig, aber sein Herz sitzt am rechten Fleck. Update. Ich hätte erwartet, dass Drax sich mehr über Thanos Tod freuen würde, aber etwas scheint ihn wirklich zu beschäftigen. Hoffentlich ist bei ihm alles in Ordnung. Drax' Familie. Wenn man sich anhört, wie er von ihnen spricht, Mr. Howard und Camaria,
das Wichtigste in Drakes Welt gewesen sein. Er hat sogar seine Klingen nach ihnen benannt. Es war Thanos' Mord an seiner Familie, der aus Drax den rachsüchtigen Zerstörer gemacht hat, den wir kennen. Ich muss allerdings zugeben, es fällt mir schwer, mit Drax als Vater vorzustellen. Oder als Ehemann. Die Erde. Als ich zum letzten Mal auf der Erde war, hatte Michael Jackson Bad die Charts erobert. Seitdem ist es wohl nur abwärts gegangen. Ich habe mir also nicht wirklich die Mühe gemacht, zurückzukehren. Irgendwann vielleicht. Aber die Erde ist nicht mehr wirklich mein Zuhause. Gamora. Gamora ist die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Sie weist mich auf meinen Unsinn hin. Sie hält mir den Rücken frei und sie kann ermorden, wen sie will. Sie ist ein Gründungsmitglied der Guardians und es fällt mir schwer, mir das Team ohne sie vorzustellen. Sie erwähnt ihre Vergangenheit nur selten. Aber angesichts der Tatsache, dass ihre gesamte Zivilisation von einem machthungrigen, mörderischen Psychopathen namens Thanos zerstört wurde, der sie adoptiert hat, ist sie weit ausgeglichener, als man es von ihr erwarten würde. Groot. Laut Rocket sind er und Groot seit Jahren Freunde und Kopfgeldjäger. Ich bin mir nicht ganz sicher, von woher er kommt. Groot hat sich immer wieder als ein wertvolles Mitglied der Guardians erwiesen und ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Update. Notiz an mich. Lass nicht zu, dass er sich betrinkt. Das Badezimmer wird nie mehr dasselbe sein. Now Here. Befindet sich im Kopf eines enthaupteten Celestials. Now Here ist eine Minenkolonie, in der einige der zwielichtigsten Leute der Galaxis leben. So wie wir. Wir haben dort aus offensichtlichen Gründen ein Versteck. Erstens, es ist ein praktischer Ort, um die Milano aufzutanken und die Vorräte wieder aufzufüllen. Zweitens, dieser Ort ist ideal, um militärische Mordwerkzeuge oder mörderischen Alkohol zu finden. Drittens, es befindet sich in einem großen alten Kopf. Was gibt's daran nicht zu mögen? Meredith Quill. Deckname Mom. Was soll ich sagen? Sie war eine coole, alleinerziehende Mutter, zäh wie Leder und mit einem tollen Musikgeschmack. Moms Tod beweist wohl, dass das Universum manchmal richtig scheiße sein kann. Du fehlst mir, Mom. Nebula. Gamoras Schwester. Gamora spricht nicht oft von Nebula. Sie scheinen aber eine ähnliche Kindheit gehabt zu haben. Sprich voller Mord und Gewalt. Nebula ist ebenso talentiert wie Gamora, aber weit wütender. Update. Gamora scheint ihre Schwester kontaktiert zu haben und Nebula war nicht erfreut. Das werden wir später nicht bereuen, oder? Nova Corps. Die Nova Corps sind Weltraumbullen. Sie sind dafür zuständig, den Frieden in der Galaxis zu wahren. So richtig rechtschaffen gute Typen. Sie leisten wohl recht gute Arbeit, bitten die Guardians aber ziemlich oft um Hilfe. Rocket kann sie nicht leiden. Gamora scheint ihnen aber viel Respekt entgegenzubringen. Update. Die Nova Corps haben scheinbar mehrfach mit Rocket zu tun gehabt. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht. Rocket. Anfangs hielt ich Rocket für einen gierigen, verdorbenen kleinen Bastard. Meine Meinung hat sich nicht geändert, aber jetzt weiß ich, dass sich hinter dieser misanthropischen Attitüde und der schlechten Hygiene ein unglaublich fleißiger, unglaublich witziger und irgendwie auch ziemlich genialer Kerl versteckt. Er ist der Milano-Verösterer und ich würde ihm das nie direkt sagen. Aber er ist womöglich auch einer der genialsten Strategen der Galaxis. Update. Was zur Hölle? Thanos ist endlich tot und Rocket möchte plötzlich die Guardians verlassen? Einerseits hat er wohl eine Pause verdient, aber andererseits, ich weiß nicht. Star-Lord, Peter Quill.
Held, Outlaw, teuflisch gut aussehender Frauenheld. Ich bin in dieser Galaxis unterwegs, seitdem Yondu mich von der Erde entführt hat. Seine Mannschaft, die Ravagers, haben mich adoptiert, bis ich alt genug war, um mich eigenständig zu machen. Und jetzt habe ich meine eigene Mannschaft, die Guardians of the Galaxy. Sie sind fast so toll wie ich. Thanos. Thanos ist zweifellos einer der furchterregendsten Typen, die ich je erlebt habe. Er ist extrem zäh und ebenso mächtig und er befindet sich auf einem nie enden wollenden Feldzug, um so viel von der Galaxis zu erobern wie möglich. Dabei kommen buchstäblich Milliarden ums Leben. Wirklich, kein netter Kerl. Update. Nun, das war er, bis wir ihn getötet haben. Hurra! Ehrlich gesagt habe ich mir immer noch etwas Angst vor ihm, obwohl er tot ist. So, das war's. Das war's mit dem Kodex. Hier haben wir noch ein paar Nachrichten. Stalins. Betreff Schulden. Von Stalins. Hör mal, Peter, ich weiß, dass du oft herkommst, vielleicht etwas zu oft. Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Aber dein Team und du haben eine absurde Menge an Getränken bestellt und mich nie bezahlt. Wenn ich euch das durchgehen lasse, werden alle gratis Drinks von mir erwartet. Also tu mir einen Gefallen und bezahle. Bitte. So. Hier können wir nicht runterscrollen. Yondu. Thanos? Hallo Junge. Ich hab letztens jede Menge Verrücktheiten über Peter Quill gehört. So Leute sagen, du hast Thanos getötet. Verdammt, es glaubt Yondu. Orchid. Wie läuft's? Wie war dein Tag bisher? Gut? Es freut mich, dass du es dir gut gehen lässt und deine E-Mails checkst, anstatt einfach den Kollektor anzurufen. Howard. Pokernacht. Entweder es ist etwas mit Rockets Überweisung schiefgelaufen oder das Mistvieh, das du Kumpel nennst, hat mir immer noch nicht das Geld gezahlt, das er mir seit der Pokernacht schuldet. Jede Ente hat irgendwann mal genug und er treibt es einfach zu weit. Sag ihm, dass ich nicht mehr mit euch spielen werde, bis er mir das Geld gibt, das er mir schuldet. Howard. PS, geht ihr nächste Woche im Stalins etwas trinken? Ich sollte ein paar Tage lang diese Welt verlassen können. Ich drücke die Federn. Universelle Kirsche der Wahrheit. Warnung, diese Nachricht wurde als Spam markiert. Heiligste Grüße. Das letzte Jahr war ein besonders gläubiges und lohnendes Jahr für die universelle Kirsche der Wahrheit, die weiterhin selbst mit den dreckigsten, unwürdigsten Ungläubigen der Galaxis die Wahrheit teilt. Aber nicht jeder will die Wahrheit hören. Einige Ungläubige reagieren sogar mit Gewalt und begehen abscheuliche Taten. So werden zum Beispiel unsere Kardinäle ermordet und unsere Tempelschiffe gesprengt. Wir sind auf die Großzügigkeit von Spendern wie Ihnen überall in der weiten Galaxis angewiesen, um mit unserer Mission fortzufahren. Werden Sie dieses Jahr zu diesen Spendern gehören, werden Sie uns alle dabei helfen, die Wahrheit zu teilen. Selbst Spenden in Höhe von 10 Units pro Mondzyklus können einen Unterschied machen. Ich glaube. Nova Hauptquartier. Dies ist eine offizielle Anfrage bezüglich des Zustandes Ihres Teams nach der jüngsten Auseinandersetzung mit Thanos, dem verrückten Titanen. Uns liegen zahlreiche widersprüchliche Berichte zu den Ereignissen auf diesem Kree-Planeten im Parma-System vor. Bitte teilen Sie uns umgehend mit, ob Sie noch am Leben sind. Mit freundlichen Grüßen. Cosmo. Verlorene Jacke. Freunde, einer von euch hatte nach unserem Pokerabend in der Bar seine Jacke vergessen. Wenn jemand am Jackenmangel leidet, so dann gehört ihm dieses Exemplar möglicherweise. So, das war's auch an Nachrichten. Wir können jetzt nur noch anrufen. Wen können wir anrufen? Aha, okay, da ist unsere Entscheidung. Kollektor anrufen oder die Nova Corps anrufen. Das ist die Frage. Und
Wie ich mich entscheide, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.